Fragst du dich manchmal, wie du finanziell im Vergleich zu anderen in Deutschland dastehst? In diesem Video bekommst du überraschende Fakten zu Einkommen, Vermögen, Rente, Schulden und Ausgaben. Und einige davon werden dich wirklich überraschen. Bleib dran, denn am Ende weißt du ganz genau, wo du stehst und was du besser machen kannst. Los geht's! Einkommen. Wenn du einen Job hast, denkst du, dass du mehr oder weniger verdienst als der Durchschnitt? Laut dem Statistischen Bundesamt, D-Statis, lag der Medianlohn eines Vollzeitbeschäftigten 2024 bei etwa 4.346 Euro brutto pro Monat, also 52.152 Euro im Jahr. Das entspricht, je nach Steuerklasse, ungefähr 2.000 bis 2.350 Euro netto. Wichtig: Das ist kein Haushaltseinkommen, sondern das Einkommen einer Einzelperson. Ein Haushalt mit 2 arbeitenden Personen liegt also entsprechend höher. Schreib mal in die Kommentare, hättest du mehr oder weniger erwartet? Private Altersvorsorge. Viele unterschätzen, wie wenig in Deutschland tatsächlich privat für das Alter gespart wird. Zwischen Mai 2023 und Februar 2024 hat die Bundesbank im Rahmen der Vermögensbefragung privater Haushalte und ihrer Finanzen, kurz PHF, 3.985 Haushalte in Deutschland zu ihrer Vermögenssituation befragt. Zum Vermögen zählen Finanzvermögen wie Fonds, Aktien, ETFs, Immobilien, Fahrzeuge, Wertgegenstände und Betriebsvermögen. Zieht man davon Hypotheken und Ratenkredite ab, erhalten wir das Nettovermögen. Die Ergebnisse der Befragung zeigen, dass das Median-Nettovermögen aller Haushalte in Deutschland 103.200 Euro beträgt. Besorgniserregend ist, dass rund 40% der Menschen in Deutschland überhaupt keine private Altersvorsorge oder Vermögen in liquiden Vermögen wie ETFs, Cash, Aktien oder ähnlichem haben. Für die Kapitalentnahme im Alter geht man oft von der sogenannten 4%-Regel aus. Die besagt, dass man jährlich 4% entnehmen kann, ohne dass sich das zugrunde liegende Kapital verringert. Wer also im Alter von seinem Investments monatlich 1.200 Euro, also 14.400 Euro jährlich entnehmen möchte, der benötigt nach der 4%-Regel ungefähr 360.000 Euro Vermögen. Die meisten liegen davon weit entfernt. Hast du schon angefangen zu investieren oder schiebst du es noch auf? Und wenn ja, in was legst du dein Geld an? ETFs, Immobilien, Gold oder Krypto? Das interessiert andere Zuschauer bestimmt auch. Gesetzliche Rente. Die durchschnittliche Altersrente lag laut der Deutschen Rentenversicherung im Jahr 2024 bei 1.154 Euro im Monat. Sie betrug im Schnitt für Männer 1.405 Euro und für Frauen 955 Euro. Viele Menschen erhalten jedoch deutlich weniger, da nicht alle tatsächlich volle Beitragsjahre erreichen. Das ist der Grund, warum private Vorsorge heute unverzichtbar ist. Durchschnittliche Ausgaben pro Haushalt. Das Statistische Bundesamt hat die durchschnittlichen Ausgaben für den Lebensunterhalt verschiedener Haushaltsgrößen untersucht. Dabei geht ein großer prozentualer Teil in Kosten für Wohnen, Lebensmittel, Transportkosten und Freizeitausgaben. Wie die Tabelle zeigt, hat ein Haushalt mit einer Person private Konsumausgaben von durchschnittlich 1.833 Euro. Davon entfallen 752 Euro, also rund 41%, auf Wohnen, 245 Euro auf Lebensmittel, 203 Euro auf Mobilität und 148 Euro auf Freizeitkosten. Bei einem Haushalt mit 2 Personen liegen die durchschnittlichen Ausgaben bei 3.239 Euro, 1.145 Euro und damit nur noch rund 35,4% für Wohnen, 472 Euro für Lebensmittel, 399 Euro für Mobilität und für Freizeit werden im Schnitt 283 Euro ausgegeben. Ein dreiköpfiger Haushalt gibt im Durchschnitt 3.760 Euro monatlich aus. Für Wohnen 1.275 Euro, das entspricht 33,4%, für Lebensmittel 582 Euro, für Mobilität 529 Euro und Freizeit 322 Euro. In einem 4-Personen-Haushalt liegen die gesamten Ausgaben im Durchschnitt bei 4.322 Euro. Dabei sind es 1.407 Euro für Wohnen, also 32,6% der Ausgaben, 672 Euro für Lebensmittel, 534 Euro für Mobilität und für Freizeit sind es 381 Euro. Wie sieht's bei dir aus? Liegst du in dem Bereich, deutlich darüber oder vielleicht sogar darunter? Schufa und Bonität. Der Schufa-Score ist wichtig, wenn du einen Ratenkredit oder eine Hypothek aufnehmen oder eine Kreditkarte beantragen möchtest. Er gibt die prozentuale Wahrscheinlichkeit an, dass eine Person ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommt. Je höher der Score ist, desto besser. Ein höherer Score führt zu günstigeren Kreditkonditionen,
höhere Abschlusswahrscheinlichkeit bei Kreditverträgen, günstigere Zinsen bei Immobilienfinanzierungen und besseren Chancen bei Mietverträgen. Der durchschnittliche Schufa-Score liegt bei 91%. Als gut gilt ein Score ab 93,54 und die meisten Menschen in Deutschland liegen zwischen 89 und 99%. Einmal im Jahr kannst du deinen aktuellen Schufa-Score mit der kostenlosen Datenkopie nach Artikel 15 DSGVO anfordern. Deinen Score kannst du auf verschiedene Arten verbessern. Wenn du in der Datenkopie falsche Einträge findest, lass sie löschen. Vermeide zu viele Girokonten, nutze besser Girokonten mit vollwertigen Unterkonten, vermeide zu viele kleine Kredite und begleiche Rechnungen immer pünktlich. Wenn du noch mehr Tipps zum Verbessern deines Schufa-Scores haben möchtest, dann schau dir einmal das Video an, das ich dir hier unter dem Video verlinke. Schulden. Laut einer Studie der BaFin besitzen mehr als die Hälfte der Verbraucher in Deutschland eine echte Kreditkarte. Rund 18%, also fast jeder Fünfte, der befragten Kreditkarteninhaber gaben an, schon mit der Kreditkarte bezahlt zu haben, weil ihnen beim Kauf das nötige Geld fehlte. Unter den 18- bis 39-Jährigen waren es sogar 27%, also jeder Vierte. Rund 12% haben beim Ausgleich der Kreditkartenabrechnung häufig oder immer Probleme. Bei weiteren 15% ist das manchmal bis selten der Fall. Der durchschnittliche Betrag bei problematischen Kreditkartenschulden beträgt 1.800 Euro pro Person. Dabei ist ein verantwortungsvoller Umgang mit Kreditkarten wichtig, denn bei Revolving-Karten, die eine Rückzahlung per Teilzahlung anbieten, ist ein effektiver Jahreszins von 15 bis mehr als 20% keine Seltenheit. Laut einer repräsentativen Umfrage im Auftrag des Kreditportals Mava starteten 10,3% der Deutschen mit einem negativen Kontostand ins Jahr 2025. Rund 46,6% davon haben mehr als 2.000 Euro Dispo-Schulden. Auch hier sind die Zinsen mit aktuell durchschnittlich 10,9% sehr hoch. Wenn du Kreditkarten- oder Dispozinsen zahlst, liegst du über den Renditen, die du normalerweise mit ETFs erreichst. Das wirkt also jeder zusätzlichen Altersvorsorge entgegen, die du vielleicht leistest. Viele dieser Schulden entstehen durch Käufe von Dingen, die nicht zwingend benötigt werden und die ihren Wert nicht behalten. Die Gefahr von verschwenderischen Ausgaben ist hoch, weil Kreditkarten und Disporahmen extrem leicht verfügbar sind. Gleiche deinen Kreditkartensaldo also jeden Monat zu 100% aus und vermeide den Kauf von Dingen, die du dir nicht leisten kannst. Wenn du damit Probleme hast, kündige deinen Disporahmen und nutze ausschließlich Debitkarten. Um bestehende Kreditkarten- und Disposchulden loszuwerden, empfehle ich dir eine Umschuldung mit einem Ratenkredit. Dazu habe ich ein sehr hilfreiches Video mit Tipps für einen günstigen Zins bei der Umschuldung gemacht. Ich verlinke es dir hier einmal unter dem Video. Durchschnittliches Nettovermögen nach Alter. Dein Nettovermögen solltest du immer im Auge behalten. Damit siehst du, wie gut es dir finanziell wirklich geht und vor allem auch, wie dein Fortschritt ist. Berechnet wird es, wie gesagt, indem du all dein Vermögen wie Cash, Wertpapiere, Immobilien, Autos und Wertgegenstände addierst und dann offene Ratenkredite und Immobilienfinanzierungen davon abziehst. Wie schon gesagt, beträgt das Median-Haushaltsnettovermögen in Deutschland 103.200 Euro. Die PHF-Studie hat das aber auch nach Altersgruppen unterteilt. Für die unter 35-Jährigen beträgt es 17.300 Euro. In der Altersgruppe 35 bis 44 sind es schon 75.500 Euro. Zwischen 45 und 54 sind es 146.200 Euro. Zwischen 55 und 64 sind es 241.100 Euro. Zwischen 65 und 74 sind es 193.300 Euro. Und ab 75 sind es dann noch 172.200 Euro. Diese Zahlen sind gar nicht so schwer zu übertreffen, wenn man ein gutes Einkommen erreicht und vor allem diszipliniert spart und regelmäßig investiert. Sparquote. Die durchschnittliche Sparquote in Deutschland liegt derzeit laut Statistischem Bundesamt bei 10,4% des Nettoeinkommens. Allerdings gilt, Renovierungen, Autokäufe, Mieterhöhungen und Inflation reduzieren diese Quote in der Praxis oft deutlich. Wie viel schaffst du aktuell zu sparen? Sind's 5, 10 oder mehr Prozent? Rentenalter. Fast jeder würde gerne früher in Rente gehen, um nicht den größten Teil seiner Zeit mit Arbeit zu verbringen. Das durchschnittliche Renteneintrittsalter lag 2024 laut Statistischem Bundesamt bei 64,7 Jahren. Nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung beziehen Frauen mit durchschnittlich 23,2 Jahren etwa 3 Jahre länger ihre Rente als Männer mit 20,1 Jahren. Das durchschnittliche Renteneintrittsalter ist in den vergangenen Jahren relativ stark gestiegen. Im Jahr 2000 lag es noch bei 62,3 Jahren. Grund ist die schrittweise Anhebung der Altersgrenze auf 67 Jahre. Alle, die früh anfangen, regelmäßig zu investieren, haben die Chance, ihr Renteneintrittsalter zu reduzieren. Wann würdest du gerne in Rente gehen, wenn Geld keine Rolle spielen würde? Schreib's mal in die Kommentare.
Es ist oft schwer objektiv einzuschätzen, wie man finanziell aufgestellt ist. Vielleicht denkst du manchmal, du würdest kaum vorankommen. Die im Video gezeigten finanziellen Statistiken von durchschnittlichen Menschen in Deutschland haben dich vielleicht überrascht und geben dir einen besseren Blick darauf, wo du stehst. Wenn du regelmäßig sparst, investierst und Schulden vermeidest, bist du wahrscheinlich schon über dem Durchschnitt. Und das ist genau der richtige Weg. Teile das Video gern mit Freunden, die es auch sehen sollten, und gib ihm einen Like, wenn es dir gefallen hat. Ich würde mich sehr freuen.